Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Morgen geht es für uns rein in den Sandsturm auf meinen Main. Ja, schaltet ein auf Twitch ab ca. 18 Uhr, 18:30 Uhr so. In dem Dreh werde ich auf jeden Fall live kommen und dann werden wir uns die ganzen Etagen hier vorknöpfen. Ja, es gibt noch das ein oder andere Giveaway bzw. ein paar Pilzcodes, die ich raushau im Stream. Also schaut da sehr gerne vorbei, wenn ihr wollt. Natürlich gibt es das Video dann auch auf YouTube danach, denn das ist natürlich klar. Und ja, ansonsten gibt es ein paar kleine Neuigkeiten, die auch rauskamen gestern. Und zwar einiges. Ja, also der erste Teil hier handelt sich eigentlich nur um die Valentinstags-Epics immer noch. Ja, der zweite Teil ist eigentlich ja, bezüglich den Valentinstags-Code, den wir ja auch schon eingelöst haben, ne? Falls ihr ihn noch nicht eingelöst habt, Valentine 1425, dann bekommt ihr hier 200 Lucky Coins. Ja, wer das noch nicht getan hatte. Bis zum 14. Februar ist der noch gültig. Ja, das Feuerpad Floss Nessel könnt ihr am Freitag, den 14.02. in Magmaron finden, für die Leute, die das noch nicht haben. Also, ja, da auf jeden Fall auch wachsam bleiben. Und dann kommen wir zu den eigentlichen News. Jetzt haben wir von Freitag bis Sonntag diese Events hier am Start. Wir haben Pilzaktionen auch unter anderem, 20%. Ja, wir haben Gold-Event, was sehr geil ist. Hexentanz natürlich, ne? Und darauf haben wir ja gewartet in Bezug auf das Sandsturm-Event, was wir jetzt halt vorhaben. Dann die Vorschau aufs nächste Wochenende haben wir jetzt auch schon gleich. Da haben wir XP-Event, Fest der Festung. Tag tollkühner Tiere, Tag des heißen Eisens, Epic-Event haben wir und ja, das dazu. Und dann gibt es schon News, ja, und zwar hatten wir, glaube ich, gestern oder vorgestern gerade gesagt, dass ich, oder habe ich gesagt, dass ich mich schon sehr freue auf den Elevator, wenn der rauskommt, ja, weil jetzt auf dem neuen Fusionsserver das ziemlich spannend wird und zack, da ist er, ja, der Elevator setzt sich langsam in Richtung Oberfläche in Bewegung. Nächste Woche Donnerstag, den 20.02. auf F9, bereits am 19.02., also auf F9 am 19.02. und ansonsten am 20.02. auf allen Welten, gleitet die ungeölte Metalltüren um 16 Uhr quietschend auseinander und laden euch zu einer Abwärtsfahrt ins Verderben ein. Heizt den Verdammten gemeinsam mit euren Gilden gehörig ein. Ja, das ist natürlich interessant, dass jetzt der Elevator auch schon kommt. Und zwar startet der halt ja, fast gleichzeitig mit dem nächsten Serverstart, der vorher steht. Denn EU18 kommt ja dann am 21. Das heißt, wir haben dann am 19., also am Mittwoch, wo schon der Elevator auf F9 startet, am 20. dann weltweit, einen Tag vorher, und dann 21. haben wir dann eben den Serverstart EU18. Ja, sie starten ja jetzt nicht mehr Elevator und ja, Server gleichzeitig an einen Tag. Das hatten wir ja, glaube ich, auf W60 das letzte Mal gesehen. Da ging es ja nicht so gut, sag ich mal. Ja, der Serverstart war auf jeden Fall auch sehr legendär gewesen und seitdem her machen sie es ja immer einen Tag vorher, dass sie die Events dann vor Serverstart dann launchen. Und ja, ein Tag bevor, ne, den Tag ist natürlich immer früher bezüglich F9, deswegen halt, ja, startet am Mittwoch nächste Woche, mitten in der Woche, schon der Elevator auf F9. Und das wird natürlich sehr interessant, ja. Denn wir haben hier auf F24 natürlich auch einiges, oh, guck mal, wir sind sogar Platz 12 momentan gerade, ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht und wir sind Platz 12, das ist cool, das freue ich mich. Ja, auf so einem neuen Server hier, beziehungsweise auf so einem Fusionsserver, ja, in den ja, Top 15, sag ich mal, hier jetzt gerade so zu sein. Mal schauen, wir schaffen es vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Keine Ahnung, wir können ja mal Mozone einmal angreifen. Hier schöne Grüße an der Stelle. Mal gucken, ob wir ihn besiegen. Statpunkt technisch
Boah, hat er gut aufgeholt, muss ich sagen. Ja, aber wir sind auch equipment-technisch einiges hinterher. Da müssen wir auf jeden Fall im nächsten LD dann ein bisschen aufräumen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wird der Server hier halt sehr spannend werden, da wir halt eben viele neue Gilden, beziehungsweise ja doch Gilden jetzt hier haben, die hier an dem Elevator dran teilnehmen, gemeinsam auf dem Server. Und ja, das hatten wir natürlich auf W50, da hat sich das schon immer so ein bisschen rauskristallisiert, wer auf welchen Rang ist. Ne? Jetzt sind hier komplett neue Gegebenheiten, es sind sehr viele gleich starke Gilden hier auch am Start, also Oblivion, Crit Happens sind auf jeden Fall. Also das wird sehr, sehr spannend werden, wie die sich so schlagen im nächsten Elevator und ob die vielleicht sogar, ja, ob wir vielleicht sogar eine neue Gilde auf Platz 1 sehen im Elevator, wird sehr spannend. Ansonsten war ja Crit Happens immer auf W50 unangefochten auf der 1. Jetzt ja, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Oblivion sogar gerade hier ja, im Zeitpunkt der Aufnahme hier auf Platz 1, sogar vor Crit Happens von der Ehre her. Heißt, ja, müssen ja irgendwie auf jeden Fall einen Kampf gewonnen haben. Ich weiß es nicht. Man kann es ja so relativ schlecht verfolgen. Oblivion greift gerade Dead Valley an. Und Crit Happens Metropolis. Kann auch sein, ich kann mir vorstellen, dass die beiden Gilden sich vielleicht auch so abgesprochen haben, dass die sich untereinander nicht angreifen, weil die einfach zu gleich stark sind und keiner von den beiden Gilden auf die ja, XP verzichten möchte eines gewonnenen Gildenkampfes und sich deswegen vielleicht so ein kleines Bündnis machen und dann dafür dann schwächere Gilden angreifen, um halt eben die safen XP mitzunehmen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so gehandhabt wird. Ja, rein vom Level her ja, sind sie eigentlich auch sind sie sehr identisch auf jeden Fall. Ne? Man ja, müsste definitiv mal gucken, wie es jetzt beim nächsten Elevator so aussieht und deswegen denke ich auch, dass es halt eben sehr spannend wird, ja, auch gerade in Bezug auf unsere Gilde hier, die Holzfällerhütte, welche Position wir belegen werden. Leveltechnisch sind wir ja momentan gerade auf Platz 5. Wir können das Ganze ja auch mal einmal in den Statistiken aufmachen hier. Da hatten wir ja bisher immer nur so unsere, beziehungsweise, nee, da habe ich, glaube ich, auf dem Server hier noch gar nicht reingeschaut, auf F24. Fusionierte Welten, gehen wir mal hier rauf, 24, zack. Und ja, da habe ich bisher immer nur so die Helden-Ehrenhalle genommen, aber wir können ja auch mal nach Gilden sortieren hier einfach mal. Ne? Und da haben wir dann das Ganze hier nach der Stufe sortiert. Ja, das natürlich, kann man sich natürlich auch zunutze machen, weil wir sonst immer die Gilden manuell durchgeschaut haben, wer welches Durchschnittslevel hat, ist natürlich ein Wert, wonach man sich jetzt nicht nur richten sollte, weil natürlich das jetzt nicht so aussagekräftig ist, weil es natürlich um die Stat-Punkte der Einzelnen geht und nicht um das Durchschnittslevel an sich. Ja, und hier sieht man die Holzfällerhütte eben auf Platz 5, ja, 10 Level vor Asgard noch und ja, dann geht es hier halt eben weiter bergab auf jeden Fall. Relativ rapide, muss ich sogar sagen. Hier hält es sich dann ein bisschen von den Leveln her und ja, dann kommt hier nachher nochmal so ein kleiner Spike, wo es nochmal ein bisschen weiter runter geht. Ja, aber das hier momentan gerade so in der Übersicht, die Gilden auf der Welt F24, ne? Platz 5 ist immer noch strong, würde ich sagen. Also dafür, dass wir halt eben sehr starke Konkurrenz hier haben auf dem Server W50 ja auch schon nicht ohne gewesen ist, ist das tatsächlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir den Platz halten, das wäre schon cool. Platz 4, ja, ich sage euch ehrlich, also die ersten 4 Gilden, die machen das da so unter sich aus. So, ne? Kann sein, dass Metropolis irgendwie noch so ein bisschen in seiner eigenen Liga spielt vielleicht, ne? Wenn man sich das so nur auf das Level anschaut, deutlich mehr als wir haben. Aber ja, Dead Valley hat auch schon wieder deutlich mehr. Ne? Mal schauen, auf jeden Fall, wie sich das hier so rauskristallisieren wird. Haben wir hier noch weitere Stat-Punkte? Beziehungsweise Stats irgendwie? Nee,
so richtig nicht. Ja, aber das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Wir sind momentan noch gerade hier auf Platz 20, aber das wird sich mit der Zeit dann auch einpendeln. Wir greifen jetzt nicht direkt die obersten Gilden an, um halt viel Ehre zu bekommen, sondern kämpfen uns peu à peu nach oben. So haben wir immer noch ein bisschen Luft, dass wir hier ganz easy, ganz geschmeidig nach oben kommen, ohne großartig Probleme gegen die Gilden zu haben und können uns dann halt eben noch länger easy ein paar Wins reinholen, auf jeden Fall. Und das ist jetzt gerade so der Plan. Ne? Ja, Freunde, also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Elevator. Ich freue mich da extrem drauf und ja, werde euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie es hier so weitergeht. Ne? Ansonsten sehen wir uns dann natürlich morgen auch auf Twitch. Da bin ich auch extrem gespannt, wie weit wir kommen werden im Sandsturm. Ja, wie viel Level wir vor allen Dingen gut machen werden. Meine Prognose auf jeden Fall zwischen 717 und 720 werden wir irgendwo landen vom Level. Ja, das wird noch mal heftig werden auf jeden Fall. Ne? Sehr, sehr cool und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.